Hallo, herzlich willkommen aus der Sunnyside. Wir sind mittlerweile in Valdez angekommen und das hier ist die Prince William Sound. Und Leute, ohne Scheiß, hier wimmelt es so von Tieren. Du kannst hier dem Lachs auf den Rücken gucken und du siehst Otter. Hier ist alles voller Otter. Richtig krass. Wir haben so einen coolen Stellplatz gefunden, direkt am Wasser. Und weil wir natürlich jetzt gerade wieder Off-Season noch sind, interessiert es auch keinen, ob man hier steht oder nicht. Und wir sind auch die Einzigen. Voll cool. Ey, hier liegen so viele tote Fische rum, das ist der Hammer. Das Wetter ist echt blöd. Wir gehen jetzt rein und pennen. Naja. Nicht? Jetzt schon? Ja, irgendwas machen wir da drin. Auf jeden Fall gute Nacht. Was machen wir da drin? Das ist Atmen. Atmen. Right. Wetter, scheiße. Diesen Fisch da unten im Wasser, den toten Fisch. Stinkt hier wie als wärst du in so einer Faulfischerei. Aber guck mal, wie praktisch das jetzt hier morgens ist mit unserer neuen dieser Unterdachkonstruktion. Die Schlafsäcke hochstopfen. Und man hat hier richtig viel Platz jetzt. Das ist so gut. Da ist die Dreckwäsche drin. Und man hat hier super viel Platz. Und der zweite große, mega gute Vorteil ist, dass man jetzt easy an den Kühlschrank kommt, weil da nicht mehr so 1000 Sachen drauf liegen. Das war vorher nämlich manchmal echt pain in the ass. Jetzt kann ich hier auch, guck mal hier, wie easy ich hier an meine Hosen komme. Zapp. Guck mal hier. Zapp, da kann ich heute mal eine frische Hose anziehen, weil ich einfach dran komme. Kommst du hier rüber, dann können wir das nämlich auch umklappen. Wir können nämlich unser Bett, wir können das hier alles umklappen, ohne das Auto verlassen zu müssen. Ja, aber diesmal gehe ich raus. Nee, komm mal nach hier hinten. Wir wollen das doch mal zeigen. Haben wir das schon mal jemals gezeigt? Ich glaube nicht, aber jetzt habe ich... Gibst du mir das Kabel? Vorsichtig, so. Voll umständlich halt. Mein Fuß ist irgendwie heute im Weg. Ja, du bist heute irgendwie im Weg. Ja, weil ich jetzt schon meine Jacke anhabe, beziehungsweise die Hütte. Und fertig ist der Umbau. Hoppala. Dem Einklappen und diesen rutschsicheren mit den Kerben, die ich hier gebaut habe, das funktioniert so extrem gut. Und die Auflage ist ja echt minimal. Das liegt gerade mal an jeder Seite einen Zentimeter auf die Platte, aber das hält Bombe. Das ist noch nie runtergekommen. Das ist einfach, das hält einfach. Auch wir haben auch das Bett schon mal beim Fahren einfach so gelassen, auch auf der Gravel Road. Das hält auch einfach. Das kommt nicht runter. Du brauchst nicht viel Auflage. Die Kraft wird so gut verteilt und mit diesem stabilen Multiplex. Bombe. Ich habe jetzt auch noch eine perfekte Idee. Ich habe den Kanister umgedreht, weil ich will ja hier noch einen Hahn einbauen. Aber mir ist aufgefallen, wie kriege ich denn da einen Hahn rein, wenn ich da mit der Hand gar nicht gegenkontern kann. Also habe ich jetzt das Ding umgedreht und der Hahn, den ich noch nicht habe, kommt hier rein und dann kann man sich hier Wasser zapfen. Wir machen das gerade noch einfach, indem wir das Ding aufschrauben. Das geht nämlich auch, dann tröpfelt das so ein bisschen. Aber man kann sich hier Wasser abzapfen und mit einem Hahn, oh, ja, mit dem Hahn passiert dann das nicht mehr und es ist total professionell. Und man hat hier das Wasser hängen. Immer stationär.
voll geil und kein Geschmack. Das Wasser schmeckt komplett frisch aus diesen Dingern. Coole Zweitnutzen von unserem Reserverad-Grill ist, den kann man jetzt beim Spülen schön als Abtropfgitter benutzen. Ich muss sagen, unsere Erweiterung Teil 1, die hat jetzt schon so viel gebracht. Es ist so viel besser und jetzt kommt noch Teil 2. Das kommt Mitte Oktober, ja so, denke mal. Wir werden das jetzt Anfang Oktober, das Video, ja, wird ein paar Tage dauern, bis das dann fertig ist, aber da könnt ihr euch noch auf eine ganz geile Geschichte freuen. Und jetzt guckt euch mal bitte die ganzen Fischleichen hier an. Und das liegt hier alles voll. Da ist die Stelle, wo der Fluss rauskommt und wo dieses Wehr ist. Leute. Wir sind jetzt auf der anderen Seite von diesem Bay und wir haben uns jetzt gerade eine Angellizenz gekauft. Ey, die holen hier solche Lachs raus. Und jetzt sind wir hier im Hafen, hier riecht es auch nicht mehr so. Hier sind auch keine toten Fische, aber hier springen die Lachse durch den Hafen und jetzt bauen wir die Angel auf und dann halten wir mal die Rute rein. Hat gerade eine Angel hier von einem Angler besorgt mit so einem anständigen Köder und der holt 4 die Stunde raus. So ab Locker. Darüber. Also Lachsangeln ist ja mal eine ganz eigene Technik für sich. Hello. Here we You need a knife? Oh, I got it, I think. Oh man! Oh my god. No. He's kicking my ass. Doesn't take much apparently. Right next to Louis. Ow. Ich will auch ein. Aber, nee. Lachsfang ist eine Technik für sich. Ich hatte gar kein Glück. Das muss man echt üben. Und die haben so viele hier rausgeholt. Guckt euch das mal an. Und jetzt kann man die hier an diesen Ständen hier ausnehmen. Guck mal, hier liegen noch 2. And then put it in the fire. Over smoke, get smoke on it, Okay. and then you can separate it and then bake it. Okay. And you need a container, something to put fish in, because you're going to take some fish with you. Oh, really? Thank you. Okay. Perfect. Thank you so. Oh mein Gott. Yay! Okay Leute, wir haben gerade diese Tüte voll mit Lachs geschenkt bekommen. Das sind, glaube ich, wie viel waren das? 4 Lachse? Und so ein riesen 4 solche Megalachse und Kaviar und alles. Ja, also Fischtage. Also, jetzt haben wir erstmal was Eis gekauft. Feuerholz, weil das gestern auch so nass war, das nicht funktioniert hat. Einfach die Tüte, ne? Ja klar. Auf geht's grillen! Die geliebte Käppi geht jetzt bei diesen herbstlichen Farben hier in Alaska in Winterpause und dafür gibt es jetzt den Hut. Ich fühle mich ein bisschen wie... Heute Abend ist mal wieder Cocktailzeit und wir haben Shackleton vom Flughafen mitgebracht und
Die Flasche ist total geil und The Spirit supplied to the British Arctic Expedition. Also das passt ja auch mal wie Arsch auf Eimer. Und hier hinten auf der Flasche steht: I believe it is in our nature to explore, to reach out into the unknown. Ernst Shackleton. Auf jeden Fall habe ich gerade was ausprobiert an Mangel an Alternativen. Und zwar Whisky mit Tonic Water und Limette. Hier gibt es diese kleinen coolen Limetten. Schmeckt fantastisch. Und gib mal ein Urteil zu meinem gerade erfundenen Tonic ab. Whisky. Wo dein Finger Da schwimmen ein paar Kerne drin. Das ist der Nachteil von den kleinen Limetten. drin hängt. Whisky Tonic, was sagst du? Das ist richtig gut. Finde ich auch. Voll gut. Wie viel haben wir denn davon? Das geht in die Richtung, das geht so ein bisschen in die Richtung von einem Whisky Sour. Alter Falter, das ist richtig geil. Sunnyside empfiehlt. Tag Nummer 3 mit Lachsgericht. Heute Lachsburger mit Scrambled Lachs als Burgerfleisch. Es hat nicht richtig aufgehört zu regnen, aber es ist seit 2 Tagen. Wir sind jetzt 3 Tage, wir sind jetzt 4 Tage hier in Valdez und es ist 3 Tage am Durchregnen. Wir haben Lachs gebraten, wir haben Lachs gebeizt, alles im Regen. Und jetzt haben wir keinen Bock, Kaffee zu kochen. Und ganz speziell, ich habe es noch nirgendwo anders gesehen, außer hier in Alaska. Hier gibt es so kleine Espresso-Häuschen. Da kann man jetzt ranfahren und sich einen Espresso holen. Ein Kaffee. Oder einen Kaffee. Whatever. Heute haben wir mal ein paar Probleme mit der Batterie. Also nicht mit der Batterie direkt, sondern eher mit der Verbindung. Irgendwas scheint hier einen Wackelkontakt auszulösen. Anscheinend hat sich hier irgendwas durch das ganze Gerüttel gelöst. Ich weiß nur noch nicht genau was. Tut doch alles, was es soll. Da kommt 8.2 rein und da kommt... Es war eine gelockerte Verbindung, eine gelockerte Schraubverbindung durch unsere ganzen Gravel Roads. Nimmst du mal an? Mann, bin ich froh, dass ich das alles selber eingebaut habe. Sonst hätte ich echt gar keinen Plan davon. Aber so kann ich mir echt ganz gut selber helfen. Und weiß, wo ich zu gucken habe. Wenn ihr so eine Tour vorhabt, kann ich euch nur empfehlen. Macht so viel ihr könnt selber. Guckt überall zu. Bei den mechanischen Sachen, bei den elektrischen Sachen. Und lernt so viel ihr nur lernt. Auch wenn ihr das schon mal gesehen habt, hilft das im Ernstfall, wenn ihr alleine seid, so viel weiter, weil man sich dann irgendwo in seinem Hirn da wieder dran erinnern kann, dass man da doch noch mal gucken kann, da war doch was und es ist so viel wert. Kann ich jedem nur empfehlen. So. Leute, mit neuem Hut geht's ab jetzt nach Kanada und Richtung Süden. Der Regen hier und die Kälte, die Gipfel sind schon voll mit Schnee. Also es wird Zeit, dass wir hier die Kurve machen. Leute, haut auf den Like-Button, haut auf den Abonnieren-Button und wir sehen uns im nächsten Video. Und ich denke mal, dann sind wir schon wieder in Kanada. Also, ciao.